Ein Staat ist pleite, restlos pleite. Die letzte Idee, die man hat, ist die wunderschöne Tochter des Chefs Pollux, für die einen reichen Mann zu finden und über diesen reichen Mann wieder Geld an Land zu holen. Und die zweite Erzählebene ist die von Jupiter, von der Götterwelt. Jupiter, der sich wieder eine irdische Frau ausgeguckt hat. Und um sie zu gewinnen, die besonders sperrig ist, hat er sich einen neuen Trick überlegt, indem er Midas mit der Gabe ausstattet, dass alles, was er berührt, zu Gold wird, um wiederum dann mit diesem Midas, um mit dem im entscheidenden Moment die Rolle zu tauschen, so dass im Zweifelsfall, wenn Juno wieder dazwischen funkt, er den Midas schnell an die Front schiebt und sagt, ich habe damit nichts zu tun. Ja, so kann man mal auf der Märchenebene das eher so naiv beschreiben, aber da sind schon andere sozusagen inhaltlich konzeptionelle Schwergewichte im Hintergrund. In dem Stück gibt es natürlich ganz dominant ein Abgesang auf alles, teilweise mit zwinkerndem, humorvollen Blick, teilweise tief depressiv. Es gibt den Blick auf eine Menschheit, die völlig runtergekommen ist, die nur noch dem Geld hinterherläuft, nur noch über Kaufen sich definiert, die keinerlei inhaltlichen Themen mehr hat, von Glaube an Götter ganz zu schweigen. Bezahlen, zum 100. Mal bezahlen. Genau, beim letzten Mal sagt man logischerweise. Also ein düsteres Bild einer völlig fast ferngesteuerten, dumpfen Menschheit und parallel dazu auch noch völlig heruntergewirtschaftete Götter. Jupiter wird alt, Jupiter kriegt nichts mehr hin, seine Frauenabenteuer misslingen, alle anderen Frauen in dieser Jupiter-Verführungsserie sind ja seine Opfer geworden. Sie hat sich schon vorher dem verweigert. Und insofern ist das ein sehr erstaunlicher Weg einer Frau, die es tatsächlich schafft, sich in einer reinen Männerwelt durchzusetzen. Erstmal ist die Malin schon als Persönlichkeit jemand, der die Ingredienzen mitbringt. Anders wäre sowas auch kaum zu knacken. Also sie ist auf der einen Seite ein Mensch, der dann punktgenau auch aus sich rausbrechen kann. Man spürt, was für eine Stärke der hat. Gleichzeitig hat sie eben diese Power und sie hat aber auf der anderen Seite auch, würde ich sagen, diese Fragilität und die Sensibilität, dass sie eine Frau spielen kann, die erstmal durch die Gesellschaft ein ziemliches Wrack ist, ziemlich zerstört ist. Ein Glücksfall für diese Rolle, Marlene Byström zu haben. Und sie hat mir gesagt, sie hat es noch nie gesungen. Ich glaube ihr das gar nicht. Überhaupt nicht. Jeder macht mal Fehler, auch wenn man das schon gemacht hat. Ja, auch ich, alle machen Fehler. Und sie gibt einem das Gefühl, dass sie die Rolle so verinnerlicht hat schon. Ein wunderbares Deutsch, eine kultivierte Gesangskultur. Und das kommt alles zusammen. Alles, was man ihr sagt, beherzigt sie, baut das ein, verändert es, korrigiert es
ein Traum. Ist gar nicht anders zu sagen. Andreas Schager natürlich auch, ist hervorragend. Also Christopher Maltman, ja, auch was für ein Deutsch. Fantastisch. Und das Stück, ich denke mal, wird auch nicht so oft aufgeführt. Es sucht wirklich, diese Partien suchen wirklich Sänger. Oder die Sänger suchen diese Partien. Die sind einfach geschrieben, von Strauss sehr, sehr schwer geschrieben. Und faszinierend finde ich allemal vorangesetzt dieses Orchester. Das Bayerische Staatsorchester ist so ein fantastischer Klangkörper. Sie können mit diesem Orchester innerhalb von kürzester Zeit kommen Sie auf ein sehr, sehr hohes Level, auf ein sehr, sehr hohes Niveau. Sie sind gut vorbereitet, sind motiviert und das ist für mich überhaupt das Größte. Ich finde, dass die Danae eine Verbindung ist von so vielen Frauenfiguren, die Strauss bisher erschaffen hatte. Und ich finde diesen Konflikt, den sie durchmacht, nach schnödem Mammon, nach diesem Gold zu gieren, entstanden durch einen Traum, der dann latente Realität wurde, aber immer auf der Suche nach Menschlichkeit, nach Normalität, nach Liebe, nach Nähe, nach Umarmung. Und dann diese Entbehrung, Abschied zu nehmen von dem Materiellen und ein ganz normales, einfaches Leben zu. Das ist auch ein großartiger, toller Aufbau. Ich kenne eigentlich kaum einen anderen Komponisten, der sich in Frauen so tief hineingedacht hat. Das ist unglaublich. Also das sind unglaubliche Psychogramme und letztlich die Geschichte einer Befreiung einer Frau. Also eine Frau, die in einem System ins reine sozusagen gesellschaftliche Funktionieren gedrängt ist und die dann plötzlich aufwacht und sagt, nein, ich entscheide, ich stelle Wertigkeiten auf, auch wenn die im Kontrast zur gesamten Welt um mich herum sind. Es liegt ja sozusagen auf der Hand, wo das spielen könnte. Auch solche Figuren, die wir mit schnellem Reichtum assoziieren, die gerade gewählt werden und mit goldenen Jumbos in dieser Inszenierung landen. Das liegt alles ja ziemlich nah. Insofern war es jetzt erstmal verführerisch, mit dem Stück auch nicht ganz woanders hinzugehen als in die Jetztzeit. Insofern zum einen ein Wahnsinnsfrauenporträt, zum anderen eine sehr trockene Analyse des Zustands der Erde und ein sehr skeptischer Blick, was für uns noch Glauben sein kann. Also insofern finde ich ganz schönes Paket an Themen, die mir mehr als aktuell erscheinen.